c'est d'un fils aîné, le doué, le fier et doux visage. Ah, je devais alors ainsi exterminer la race vagabonde de ces maudits et disperser sur l'onde les débris de leur corps. Oui, c'est un fils aîné, le fier et doux visage me rappelant tes traits, souriez sur mon front. C'est alors qu'il fallait prévoir la perfidie. Scheiße. C'est alors. Oh, dahin muss ich. C'est alors qu'il fallait prévoir la perfidie. Livrer leur flotte à l'incendie. Livrer leur flotte. Livrer leur flotte à l'incendie. Frische Fritze. Frische Fritze. Waltraud ist ein absolutes Bühnenpferd, wie wir so schön sagen. Und wenn Sie Waltraud so privat erleben, hat man eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, dass man eine Sängerin vor sich hat, ja, mit irgendwelchen Marotten oder Launen. Sie ist ein völlig natürliches Mädchen. Und abends, wenn der Vorhang aufgeht, dann ist sie da. Sie lebt die Musik in der Seele und sie verführt den Zuschauer, den Zuhörer und die Mitarbeiter, auf ihrem Weg mitzugehen. Ja, es ist so, dass sie die zwei, also das Musikalische und das Szenische, nicht getrennt voneinander sieht, sondern immer gebunden und verbunden. Ihr geht ja der Ruf voraus, sie sei schwierig. Dabei ist sie bloß intelligent. Man hält mich zwar immer irgendwo für einen Perfektionisten. Wahrscheinlich bin ich das auch. Also, ich bin schon unzufrieden, wenn mir irgendwas misslingt. Andererseits weiß ich, dass ich einfach auch ein bisschen gnädig mit mir selbst sein muss, abzuwägen, manchmal abzuwägen. Das heißt, war mir jetzt die Perfektion wichtiger als der Ausdruck? Natürlich wäre es gut, und das ist das Ideal, den richtigen Ausdruck mit der absoluten Perfektion des sauberen Supertons und der, was weiß ich, geläufigsten Koloratur hinzukriegen. Das wäre das Ideal. Strebe ich ja auch an. Aber wenn es mal nicht gelingt, glaube ich, ist mir wichtig, dass die Botschaft und der Ausdruck richtig war. Das Pferd scheut. Ich habe Waltraud Mayer im Jahre 92 kennengelernt, hier in der Staatsoper. Sie hatte ihr Rollendebüt Sieglinde in der Ringinszenierung, die in diesem Jahr in der ganzen Saison herauskam, in der Regie von Adolf Driesen, mit Plácido Domingo als Sigmund-Partner. Und ich entsinne mich sehr gut bei der ersten Probe, wo wir zum ersten Mal einander vorgestellt wurden, dass sie so auf mich zukam und sagt, hallo, ich bin die Waltraud. Und bei der Probe in ihrer Art mich sowas von überrascht hat, weil sie spontan auf die Menschen zugeht, in der Arbeit, als Kollegin. Und ich beobachtete sie durch dieses Freigespieltsein. Da ist also kein Star, sondern ich entdeckte, dass sie mit einer sehr präzisen Vorstellung zur ersten Probe kam. Uns war sie vertraut als die Wagner-Sängerin schlechthin, verbunden mit Kundry. Wenn man sagt, Waltraud Mayer ist gleich Kundry. Seit 1983 in Bayreuth, wo der Eisprung war und sozusagen die Verbreitung auf der ganzen Erde, eine Wagner-Sängerin ist geboren. Zusammenspiel
von ganz vielen Faktoren, um mich wohlzufühlen und zu sagen, heute läuft eine Rollengestaltung so nach meinem Wunsch. Erstens ist ganz wichtig, dass ich für mich einen Weg zurechtgelegt habe. Das heißt, dass ich einen Aufbau für mich habe. Wo beginnt eine Figur, wo macht sie eine Entwicklung durch und wo wird sie dann enden? Dann, wenn natürlich noch der ideale Partner dazukommt auf der Bühne, mit dem ich quasi so die Bälle hin und her werfen kann, der darauf eingeht, wenn ich eine Reaktion mache, weil mir die gerade so vom Charakter der Rolle aus in den Sinn kommt und er geht drauf ein, das ist ideal, weil dann entwickelt sich das weiter und das ist wirklich wie ein Ping-Pong-Spiel. Genau. Kannst du mir drohen? Und mir einem Weibe drohen, o Feige. Hättest du so grimmig ihm gedroht, der jetzt dich in das Elend schickt. Wohl hättest Sieg für Schande. Da steht drin, dass Sie damals den Kollegen getreten haben. Oh, Nein, also vorsichtig. es tut mir sozusagen, wirklich wie sehr leid. Wie ihm einen Kick gegeben haben, dass er auf den Rücken fällt. Hättest du so grimmig ihm gedroht, der jetzt dich in das Elend schickt. Wohl hättest Sieg für Schande. Ich spüre sehr stark ein Kostüm. Ist es weich? Fließt es an mir? Dann sagt es etwas Bestimmtes aus. Oder zwängt es mich in irgendeinen Kasten hinein? Spüre ich das auch und würde durchaus mein Spiel verändern. Farben, Perücken, Schminke. Selbst wenn ich es nicht dauernd an mir sehe, aber ich bin mir dessen bewusst, was ich anhabe. Dann das Bühnenbild als solches. Sind Elemente auf der Bühne so da, dass ich sie benutzen kann? Mag ich gern etwas angreifen? Benutze ich eine Wand, ein Möbelstück? Das ist für mich sehr wichtig, dass ich das einbeziehen kann in mein Spiel. Dann natürlich das Licht. Ich suche immer sehr Lichtpunkte und spiele mit Schatten und Licht, was man da an Spannungen herausnehmen kann. Letztendlich auch noch Dinge wie Geometrie auf der Bühne. Eine Geometrie allein schafft schon Spannungen, wie man zueinander steht. Jetzt muss ich irgendwie hoch, ne? Hochkommen, ja. So leer Drehen Sie sich zurecht. der Rache süße Wonne. Ja, aber es ist besser, vielleicht bist du, wenn du auf der obersten, und Dann bin ich so. Nee, dann komme ich zurück. Du willst höher als ich sein, oder? Wenn es geht, ja. Ja, ja, wegen den Mantel und allem. Eben, weil sonst bin ich so da, ne? Genau, und du verschwindest. Nee, wenn ich so bin. Ja, Ich weiß, das war es- immer ein blödes Problem mit der Stufe, Mit der weil Stufe, ich entweder genau. hänge ich so oder ich. Aber das kriegen wir. Aus meines Busens
Mit dem Namen Waltraud Mayer verbinde ich 20 Jahre meiner Tätigkeit. Und ich verbinde eine Künstlerin allerersten Ranges, was man so in Bayreuth Work in Progress nennt und eigentlich nirgends Work in Progress ist das, was Waltraud Mayer von Vorstellung zu Vorstellung an neuen Nuancen, Schattierungen und Tiefen in den verschiedenen Rollen findet. Deswegen ist es immer ein bisschen anders. Ich liebe sehr auch ihre Carmen, aber auch ihre Santuzza. Und wenn Sie mich nach einer Lieblingsrolle von Mayer fragen, unbeschreiblich ist die Ortrud. Das wäre jetzt eine ganz enge Beschneidung, sie nur als die Wagner-Sängerin zu sehen. Ihre anderen Fächer sind genauso elementar. Sie hat sich genauso das französische Repertoire erobert, das italienische. Das ist überhaupt kein Unterschied. Die Unterscheidung ist nur, dass unser Jahrhundert oder das ausgehende letzte ein bisschen die Spezialisierung wollte. Es wäre ihr gegenüber sehr ungerecht. Sie ist handwerklich perfekt. Sie kann mit ihrer Stimme umgehen, mit diesem Gottesgeschenk. Sie ist diszipliniert, sie arbeitet an ihrer Technik nach wie vor. Sie hört nie auf zu lernen. Das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil auch ihres Lebens, auch an ihrer Persönlichkeit. Sie ist ein Mensch, der immer das Gefühl hat, an sich weiterarbeiten zu wollen. Das ist eine Quelle, die sie weiter auch inspiriert. Meine heutige Haltung ist natürlich auch ein Ergebnis von mehreren Dingen. Erstmal eigentlich schon so ein gewisses bodenständiges Naturell, das ich ja durchaus als fränkische Pflanze habe. Ich denke doch, diese ziemliche Portion Humor, die mir vieles im Leben sehr erleichtert und auch sehr vieles relativiert. Und der Rest ist einfach auch Arbeit an einem selbst. Dinge anders zu sehen, Dinge nicht so wichtig zu nehmen, dafür anderes wieder wichtiger zu nehmen als früher. Auch da immer nicht aufgeben und immer wieder weiterfragen und immer wieder sagen, ist das jetzt so in Ordnung? Also ich denke, das gehört so in ein Thema zusammen, die einfach die kritische, liebevoll kritische Selbstreflexion. Ich glaube, die ist wichtig. Jetzt bin ich ja so ein Mensch, der eigentlich einen ziemlich großen Ehrgeiz immer hat. Und ich brauche auch immer eine Herausforderung. Ich muss immer so das Gefühl haben, so die Latte, die lege ich mir immer wieder ein bisschen höher. Und manchmal kriege ich dann schon Angst vor meiner eigenen Courage. Das ist mir mit der Isolde passiert eigentlich, wo ich so die studiert habe und habe die so im ersten Jahr in Bayreuth gesungen. Und da dachte ich mir auch, eigentlich genügst du deinem eigenen Anspruch da noch nicht. Und das Gleiche war dann eigentlich auch noch mal bei der Fidelio Leonore. Dennoch, dann bleibe ich dran und arbeite weiter und denke mir, das wird doch noch hinzukriegen sein. Und irgendwie lege ich mir das zurecht und dann analysiere ich auch, woran liegt's, wo sind die Schwierigkeiten. Also ich bin nicht schnell jemand, der dann die Flinte ins Korn wirft, sondern das möchte ich einfach packen.
Und dann tue ich alles, bis ich das auch schaffe. Mir war das eigentlich immer wichtig, zu sehen, wie kann ich noch mal da weitergehen. Es hilft ganz einfach auch die normale körperliche Entwicklung. Also das, wo ich gesehen habe, dass die Stimme sich in der Höhe festigt, konnte ich auch viel mehr darauf vertrauen, dass ich ein bestimmtes Repertoire, wo die Höhe einfach in einer anderen, ja, anders gefordert wird, dass ich die einfach besser singen kann. Und somit hatte ich auch wesentlich mehr Vertrauen, das dann auch zu singen. Ich folg dem Innentriebel, ich wanke nicht, ich stell die Blicke Nach so einer Periode, wenn ich längere Zeit sehr viel Isolden gesungen habe oder vielleicht auch noch eine Leonore dazwischen, dann merke ich schon, dass die Stimme insgesamt ein bisschen höher geworden ist, sodass also im unteren Register ich ein bisschen so das Volumen vermisse. Das braucht aber dann so 1, 2 Wochen, um mich ein bisschen wieder umzuschalten, um das andere wieder voll anzubinden. Also jetzt vor Amnerissen zum Beispiel habe ich gemerkt, dass es eigentlich schon so erst ab der 3. Amneris ich wieder so voll in dieser Tessitura mich zu Hause gefühlt habe. Jede Figur auf der Bühne teile ich mir quasi ein in Gefühlsabschnitte. Und diese Gefühlsabschnitte hat jeder Mensch schon mal erlebt, auch ich. Sodass, ich mache es jetzt vereinfacht, Freude, erinnere ich mich an eine Art Freude, die vielleicht in meinem privaten Leben in ähnlicher Weise mal gelagert war. Jetzt ist aber diese Freude, die ich in der Figur darzustellen habe, in einem anderen Zusammenhang, aber vom Gefühlsinhalt der gleiche, sodass ich sagen kann, ich greife auf meinen eigenen Erfahrungsschatz zurück. Wie habe ich reagiert, als ich die Freude erlebt habe? Wie hat da mein Körper sich bewegt? Was hat er ausgedrückt? Anhand dieser Information drücke ich etwas aus und stelle etwas dar. Es ist ganz offensichtlich, dass
eine Rolle wie die Isolde oder auch die Kundry bei Wagner die vielschichtigsten Frauenfiguren sind, die es in der Opernliteratur gibt. Das ist ganz klar. Also was allein nur in einem ersten Akt Tristan, Isolde an Welten durchlebt, an Stimmungen durchlebt, das ist meiner Meinung nach fast ohne Vergleich. Dagegen sind selbst Rollen wie eine Amneris, die doch auch erstens eine Entwicklung hat, zweitens auch eine ziemliche Vielschichtigkeit. Da ist es einfach, der Bogen ist anders angelegt. Also da steht mehr über einem etwas längeren Zeitraum eine gewisse Stimmung, sage ich mal. Wir haben Stimmung Zorn, wir haben Stimmung verschmähte Liebe, wir haben Stimmung Stolz. Das sind die Brüche innerhalb dieser Gefühlslage. Nicht so krass. Also bei Wagner ändert sich es wirklich manchmal von Takt zu Takt. Das ist bei Verdi eher weniger. Macht aber auch wiederum den Reiz bei Verdi aus, dass ein Zuschauer wirklich sich voll in diese Gefühlswelten erstmal hineinbegeben kann und ist dann auch erstmal eine Weile da drin. Also ich glaube, bei Verdi muss man sich einfach auch zum Gefühl bekennen. Dann hat man die größte Freude daran. Einfach auch zum großen Gefühl. Ich hatte ein wirkliches Glück, in eine Familie hineingeboren zu werden, wo Musik zum Tag gehörte. Meine Mutter sagte sogar, dass ich zuerst gesungen habe und dann gesprochen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaub's mal, es klingt gut. Und habe natürlich dann Blockflöte gelernt, Altflöte, ein bisschen Klavier, war aber nie besonders manuell begabt mit dem Klavier. Und habe immer, wenn also das so mit den Fingern nicht weiterging, habe ich also voll Wut eigentlich die Klappe zugemacht am Klavier und habe weitergesungen. Also es war für mich schon immer ein ganz natürlicher Ausdruck, wenn irgendwas war, habe ich weitergesungen. Und habe auch nie daran gedacht, am Anfang das beruflich zu machen, weil wozu? Ich habe ja sowieso musiziert. Und wollte dann eigentlich fürs Lehrfach studieren, nämlich Englisch und Französisch, habe das auch begonnen. Gleichzeitig immer noch privat Gesangsunterricht genommen. Also das lief immer parallel. Also jetzt gibt es natürlich so ein Bild von mir, als hätte unsere Familie eigentlich immer nur klassische Musik musiziert und es wäre noch so alles so in diesem ernsten Musikbereich geblieben. Das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Ich war ein ganz, ganz großer Bee Gees-Fan und Beatles auch, aber da war ich fast noch ein bisschen zu jung für die richtige, echte Beatles-Zeit. Jemand wie Joan Baez, das war dann so meine Zeit, und Leonard Cohen
Oder durch die Schule geprägt, wo ich ja Französisch hatte, sehr die Franzosen, die Chansonniers, die großen, Jacques Brel, Georges Brassens, Maxime Le Forestier, Georges Moustaki. Für die habe ich sehr, sehr geschwärmt und da natürlich auch immer die Texte studiert. Und ja, wahrscheinlich auch dieses Textstudium von diesen Songs, das hat mich ja auch dann für später geprägt, weil das für heute auch immer wichtig ist, dass mich der Text so interessiert. Und nach 2 Semestern Gesangsunterricht sagte mein damaliger Lehrer, es wird eine Stelle frei in Würzburg am Stadttheater, ob ich nicht Lust hätte vorzusingen. Da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ja überhaupt nichts zu verlieren. Das ist ja immer das Gute, weil ich es ja gar nicht geplant hatte. Es musste auch nicht sein. Mein Leben hing nicht davon ab. Musiziert hätte ich so oder so weiter. Und dann habe ich aber vorgesungen und habe die Stelle bekommen. Meine erste Rolle in Würzburg war die Lola in Cavalleria Rusticana. Und als ich dann nach Mannheim kam, da war mit einem Schlag erstens mal eine Masse an Rollen zu lernen. Da war sowieso auch meine erste eigene Begegnung mit Wagner. Also ich habe da meine erste Wagner-Rolle war die Erda in Rheingold. Also da war es mehr so ein Gemisch schon von lyrischen Partien plus sehr dramatischen Partien. Und nachdem aber Mannheim, ich nenne es mal fast eine Fabrik war, hatte ich dann schon ein Repertoire drauf von über 30 Rollen und sang wirklich alles, was ich nicht wehrte. Das habe ich gesungen. Waltraud habe ich kennengelernt 1983 hier in Bayreuth. Wir haben zusammen Parsival gemacht. Sie hat hier ihre erste Kundry gesungen und sie ist ein völlig natürliches Mädchen. Ich habe oft erlebt, sie ist ein Langschläfer. Ja, und so vor 12, halb 1 ist sie kaum ansprechbar. Aber manchmal, da muss man halt mal um 1 Uhr was tun, wenn um 4 Uhr die Vorstellung ist. Und dann habe ich manchmal gedacht, das wird ja heute eine Katastrophe, wenn jemand so spät aus den Federn kriecht und dann mit so einer Stimme ankommt. Dann denkt man natürlich, kriegst du das noch hin heute, ja? Aber es ist erstaunlich. Dann eine halbe Stunde später läuft dann die Stimme und dann geht es wirklich zur Sache. Und wenn sie dann auf der Bühne ist, dann ist es alles perfekt und wunderbar. Und wenn wir heute zusammen arbeiten, arbeite ich natürlich nicht wie mit einer Anfängerin und mache da jetzt also eine halbe Stunde lang Übungen. Das kann sie ja natürlich selber machen und sich einsingen. Wir arbeiten an Partien, wir arbeiten an Schwierigkeiten innerhalb der Partie, an bestimmten Tönen, an bestimmten Phrasierungen oder so etwas. Wir kamen aus dem gleichen Stall, aber trotzdem, jede Stimme ist irgendwie anders, nicht? Und man kann nicht immer sagen, so, das hört man sofort, dass man vom gleichen Lehrer kommt. Und so war das auch. Ich habe da zu der Zeit ein bisschen anders gesungen als Waltraud. Und Waltraud hat dann eine Entwicklung im Laufe dieser Jahre gemacht, die eben dahin führte, dass sie heute auch das Sopranfach singen kann, wie Isolde oder Sieglinde. Ich habe Waltraud Mayer ein paar Mal auf der Bühne gesehen. Zuletzt in New York als Carmen, da war ich auf den Proben. Naja, Isolde ist ja halt einer der Besten der Welt natürlich. Und sie ist ja fast schon eine Legende, weil sie so toll ist. Und da wusste ich aber noch nicht, dass sie das singen wird, dass sie hier in dem Ring die Sieglinde singen wird. Das kam kurz zur Zeit danach später und da habe ich mich erstmal unbändig gefreut.
weil ihr geht halt dieser große Ruf voraus. Und das ist natürlich berechtigt, dieser große Ruf. Also die kann erstmal die Grundvoraussetzungen ihres Berufs, rein technisch und handwerklich, bis in die kleinsten Weisen, wie sie mit Text und Musik umgeht, wie sie das verbindet, was nicht so viele können, muss man sagen. Und dann hat sie dazu etwas, was auch nicht so wahnsinnig oft ist. Sie kann sehr stark in den Szenen, in den Situationen denken. Das ist einzigartig. Heute konnte man sehen, wir haben da das Wolfsfell auf die Bühne gebracht. Das ist ja Sigmund Wölfling. Und heute hat sie einen Einfall gehabt, dass sie irgendwann sich unter das Wolfsfell verkrochen hat. Gerade in dem Moment, wo der Sigmund das Schwert von Wotan, dem Wölfling, aus dem Baum zieht. Und dann hat sie durch dieses Wolfsfell, in das sie sich so eingehüllt hat, hat sie auf einmal so einen ganz anderen Assoziationsbereich hergestellt. Darauf muss man erst mal kommen. Das ist grandios. Die Situation hat sich verbessert, finde ich. In den letzten 10 Jahren gibt es immer mehr Sänger, die spielen wollen, die nicht nur Standbein, Spielbein machen und das ist Aida und das ist Nabucco, der alte Scherz, sondern es gibt sehr viele Sänger, die in die Situation sich hineinbegeben. Das gibt es schon. Nur so extreme Denkweisen über Situationen, das muss ich sagen, da ist sie einzig, das ist selten, dass sie extrem denken kann. Wenn man dann sagt, da ist doch sehr interessant, was im Kopf dieser Figur losgeht. Und ich sage dann, das könnte sich auch doch um eine hohe Hysterie handeln, die aus einer Angst geboren ist. Und was sie dann macht mit dem Körper und was sie dann auch mit dem Singen macht, das ist das Tolle. Wie sie in den Gesang und in die Sprache das reinbringt, das ist wahnwitzig. Also das ist eine Ausnahmeerscheinung. Wenn man auf kluge Fragen von Sängern keine Antwort hat, dann ziehen manche Leute das Autoritätsfähnchen auf. Und das wird dann autoritär und dann wird natürlich so ein heller Kopf wie Waltraud Meier wird dann bockig, das verstehe ich auch, würde ich auch an ihrer Stelle werden. Ich werde genauso bockig mit Sängern, wenn sie mir blöd kommen. Dann sage ich auch, ja, wieso sind sie denn jetzt so? Warum können wir denn nicht mal? Genauso wird sie bockig, da hat sie auch recht, finde ich. Sie hat einen hohen Anspruch an sich selber, sie bringt sehr viel ein. Dann hat sie auch gefälligst den Anspruch, an die Partner zu stellen. Das ist auch gut. Und sie ist nicht schwierig, sie ist nur klug. Und kommt direkt aus dem Theater raus. Antes que nada hay que decir que Waltraud es una de las artistas de gran valor hoy en día, sobre todo en el repertorio alemán, aunque no sea esto su exclusividad nada más, ya que también hemos cantado juntos, sea en Verdi, en Bizet, óperas como el Don Carlos, la Carmen y el Fidelio de Beethoven, pero sobre todo en el repertorio wagneriano, donde hay ciertas partes que ella, pues se puede decir que ha dominado en su voz el repertorio, por ejemplo la parte de Kundry en Parsifal y también, como dije antes, en la Valquiria, en la Sieglinde. Warum Wagner so mein, in Anführungszeichen, Komponist wurde, da kann ich eigentlich keine kurze Antwort geben, weil ich würde der Thematik wahrscheinlich sowieso nie gerecht werden.
weil es wesentlich mehr ist, als wenn ich jetzt nur sagen würde, diese Komplexität von seinem Schaffen interessiert mich, fordert mich. Die Thematik der Opern schon allein nur vom psychologischen Standpunkt her. Jede Rolle unter einem psychologischen Gesichtspunkt zu sehen, aufzuschlüsseln. Das sind so viele Bereiche, wie man an Wagner rangehen kann. Man kann ewig daran arbeiten, erstmal nur in die Details zu gehen. Also zu sagen, jetzt sehe ich ihn mal nur psychologisch, jetzt sehe ich ihn nur philosophisch, jetzt sehe ich nur mal den Text als Text, rein technisch. Jetzt sehe ich nur mal die Orchestrierung, die Melodieführung, die Stimmbehandlung. Und dann das Ganze wieder im Gesamten zu sehen, alles zusammen. Das ist für mich eine unendliche Beschäftigung, wo ich auch das Gefühl habe, ich werde nie damit fertig werden. Ich hoffe, ich habe noch einmal ein Leben, dass ich damit dann weitermachen kann. Aber das ist das, was mich so fasziniert daran. Und bei aller Wertschätzung für andere Opernkomponisten, im Vergleich dann zu Wagner erscheinen die mir alle ein bisschen einfach gestrickt. Wunderschön natürlich, mit sagenhaften Melodien und Gesangslinien und herzbewegend und gefühlsbewegend. Aber diese Gesamtheit der Dinge, die finde ich eigentlich nur bei Wagner. Also, wie kam ich nach Bayreuth? Als ich natürlich jetzt schon ein paar Jahre im Engagement war und so meine ersten Wagner-Partien sang, wie gesagt, die Fricka, Erda, Waltraute. Oh ja, doch auch in Dortmund meine erste Kundry. Überhaupt nicht wissend, was mit der Kundry los ist, hatte auch damals nur ein paar Einweisungsproben und habe von dem Regisseur nur gesagt bekommen, ich soll das so spielen wie die Martha Mödel. Ich habe bis dahin nie Martha Mödel gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich dachte, machst du einfach mal einen Riesenausdruck, so guckst mal ausdrucksvoll. Das fand er dann ganz in Ordnung, aber es hat mir natürlich die Rolle überhaupt nicht aufgeschlüsselt. Ganz und gar nicht. Und dann hatte ich das Glück, in Köln richtig die Kundry noch mal zu erarbeiten, damals noch mit Jean-Pierre Ponel. Da habe ich sie zum ersten Mal kapiert. Und dann lag es auf der Hand im Grunde, dass ich ja auch mal in Bayreuth vorsinge. Und ich damals so in meinem guten Selbstbewusstsein dachte, da singe ich doch mal vor. Und habe selbst angerufen in Bayreuth. Und ich kam so frisch fröhlich zu dem Vorsingen, dachte noch, na ja, wenn so eine Fricka rausspringt oder eine Waltraute rausspringt, wäre es ja ganz schön. Aber hoffentlich bitte keine Rheintochter oder keine Walküre, weil dafür wäre es mir einfach nicht recht gewesen, meinen Urlaub aufzugeben. Da war ich schon sehr eigen, schon immer.
Und ich weiß noch, dass damals der Pianist zu mir gesagt hat, ich hatte so einen ganzen Stapel Wagner-Auszüge dabei, Klavierauszüge, und er sah Parsifal. Und er sagte noch, was haben Sie denn drauf von Parsifal? Ich sage, ja, ich habe gerade eben die Kundry so gemacht. Ja, warum singen Sie das nicht vor? Ich habe gedacht, hier in Bayreuth Parsifal vorsingen. Ich, Kundry, das singt doch hier die Rüsaneck. Um Gottes Willen, das mache ich doch nicht. Na, hat er gesagt, ja, warum nicht? Damit können Sie doch am meisten zeigen. Ich habe gedacht, eigentlich hat er ja recht. Und dann habe ich das so ganz schnell eben geplant und bin mit der Kundry auf die Bühne gegangen zum Vorsingen. Und das muss dann wohl eben auch dem Wolfgang Wagner die Idee gegeben haben. Nun, kurzum, wie jeder weiß, habe ich dann ab 83 die Kundry in Bayreuth gesungen. Für mich ist das eigentlich immer unheimlich spannend, mich auf die verschiedenen Dirigenten einzulassen und zu wissen, ob ich jetzt eine Kundry mit James Levine mache oder mit Riccardo Muti oder mit Daniel Barenboim. Das sind 3 ganz unterschiedliche Welten. Und da ist es überhaupt nicht die Frage, was ist jetzt besser, schlechter oder so irgendwas. Es entsteht in sich für den Moment eine stimmige Aussage. Und das ist ja auch wiederum das Faszinierende. Was ist Musik? Musik ist überhaupt nichts Absolutes. Musik ist lebendige Ausdrucksform, ein Leben. Erwachend in dem Moment, wo ich sie beginne, wo ich den ersten Ton von mir gebe oder auch wo im Orchester der erste Ton erklingt. Dann lebt eine Geschichte und sie lebt auch in der Gestalt, wie sie eben gerade zwischen Dirigent und Sänger zum Blühen gebracht wird. Und dann erstirbt sie auch wieder. Entgegen der Meinung, dass man immer denkt, ein Sänger interpretiert permanent auf der Bühne, möchte ich sagen, dass eigentlich mein ganzes Bestreben ist, nicht zu interpretieren, sondern es einfach zu spielen. Also bei der Interpretation würde ich noch mal eine Ebene dazu schalten. Also zu dem Spiel, das was einfach das Sagen und das Tun und das Singen ist, noch quasi meine Meinung oder die Meinung des Regisseurs noch darauf zu tun. Mehr und mehr komme ich aber darauf, dass es interessanter ist und auch im Grunde wesentlich schwieriger, einfach eine Szene nur zu spielen, simpelst zu spielen, sodass die Interpretation sich beim Zuschauer einstellt, weil der macht sich quasi ein Bild von einer Situation. Das geht durchaus auch über körpersprachliche Dinge. Also wenn manche Regisseure mehr mit dem Körper arbeiten, also insbesondere denke ich da eben an Patrice Chéreau, der sehr mit Bewegung arbeitet, die Art der Bewegung,
tempomäßig, die Haltung, auch da wieder Geometrie im Raum und so weiter. Das drückt auch eine gewisse Stimmung und so weiter aus beim Zuschauer, ohne dass jetzt wirklich auch da im Grunde eine Überdeutung kommt. Marie zu lernen war für mich schon eine Herausforderung. Erstmal allein die Tonsprache, also des 20. Jahrhunderts, Alban Berg, ist ja für mich schon etwas ungewohnt gewesen, weil ich mehr so in der Musik vom Spätromantizismus eigentlich so zu Hause war. Also war es von daher schon mal eine Herausforderung, mich da hineinzuleben in diese Tonsprache, die manchmal etwas schroffer ist, wobei die Marie schon die meisten Melodien eigentlich hat im Wozzeck. Ansonsten zu spielen ist diese Frau so dankbar, weil auch da so ein Reichtum spürbar ist in ihr, der aber eine andere Qualität hat. Es ist ein Reichtum, der nicht sich ausleben darf. Dass dieser Beruf schon sehr mein Leben in einer eigenen Art geprägt hat, das ist schon ziemlich klar. Weil allein die äußeren Dinge, die vielen Reisereien, es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach mit sehr, sehr viel Bemühen verbunden, Beziehungen zu pflegen, Freundeskreis zu erhalten. Aber dadurch tue ich es auch wahrscheinlich viel bewusster und es ist mir auch viel mehr wert. Freunde sind mir sehr, sehr wichtig und bedeuten mir zutiefst viel. Also ich habe mir oft schon überlegt, ob ich wirklich woanders leben könnte. Ich liebe andere Städte. Es gibt wunderschöne Städte auf der Welt. Aber ich glaube, das muss jeder so für sich finden. Und ich habe für mich einfach München gefunden. Das ist so, das entspricht mir irgendwie so. Dieses Leben und Leben lassen. Und allein vom kulturellen Angebot, dass man so alles hat. Ich habe so meine Kinos um mich herum, meine Geschäftlein so um mich herum, mein Park so um mich herum. Und ich mag, dass die Berge so nah sind, dass die Seen so nah sind. Die Biergärten auf jeden Fall, das darf man ja gar nicht vergessen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, wie der Volksmund schon sagt. Und das auch bei mir, hält auch meinen Leib und meine Seele sehr zusammen. Genieße es.
Und zwar die ganze Bandbreite. Also es gibt dann natürlich durchaus mal so den Ausflipper, der ist allerdings wirklich sehr, sehr selten. Also ich würde es auch inzwischen sagen, höchstens einmal im Jahr. Aber damit rechne ich, dass ich dann so einen Fast-Food-Anfall bekomme. Ist mir auch mal geschehen in Chicago. Da war ich dort zu einer Don Giovanni-Produktion und ich hatte vor der Vorstellung noch furchtbaren Hunger und bin zu Burger King gegangen und habe aber gedacht, jetzt darf dich hier überhaupt niemand sehen. Habe mir meinen Burger an der Theke genommen und bin ins letzte Eckchen gegangen und habe meinen Burger vor mich hingemuffelt. Genussvoll allerdings. Und ich schaue so auf und sehe in die gegenüberliegende andere einsame Ecke und sah da meine Kollegin, die den gleichen Gedanken hatte, nämlich auch, ich habe noch furchtbar Hunger auf was und es muss ein Burger sein und hoffentlich sieht mich niemand. Was gibt's denn noch? Ich will aber jetzt lang, sonst muss er wirklich kochen. Jetzt heißt es natürlich schon wieder, man muss dauernd an die Vorstellung denken. Das ist ja nicht so. Ich lebe ja nicht dauernd mit einer Vorstellung. Natürlich muss ich aufpassen, dass, wenn ich eine Vorstellung habe, dass ich da am Abend vorher eben keinen Alkohol trinke, nicht schwer esse, sodass ich einfach gut schlafe. Aber auch das einfach in ganz normalen Maßen. Und dafür kann man ja dann nach einer Vorstellung es sich besonders gut gehen lassen. Handwerk ist 80%. 10% ist das Timbre und die schöne Stimme, die vom lieben Gott gegeben ist. Und noch 10% ist die Persönlichkeit, die sich eben darin äußert, ob man Fantasie und Talent hat, das Handwerk auch richtig einzusetzen. Und dann fehlt noch das 1%, wo ich sage, das ist dann immer noch der Funke. Na, wo ist wieder was? Und sie bestellen sich eine Komödie um das Nachgefühl der Ewigkeit aus ihrem Mund und Bleiche die Schale fortzuspülen.
Soweit ich mich entsinnen kann, war mein erster größerer Auslandsaufenthalt 1980 in Buenos Aires. Da war ich damals 2 Monate für Rheingold und Walküre und habe die Fricka gesungen. Ab 1980 ging es dann eigentlich Schlag auf Schlag weiter, auch im Ausland. Ich versuche immer, wenn ich irgendwo länger bin, mir auch dort das Leben so normal wie möglich einzurichten. Das heißt also, dass ich da auch selber für mich koche, dass ich auch da in Fitnessclub gehe und meinen Sport treibe. Und ich muss ja auch gucken, dass ich meine Kräfte zusammenhalte. Ich kann ja nicht immer in jeder minimalen Freizeit gleich losstürmen und wieder irgendeine Sehenswürdigkeit mir anschauen. Ich bin ja dann nur bedingt ein Tourist. Ich arbeite ja irgendwo. Hello. Was willst du singen? Ich würde mal sagen, Lindenduft. Kannst du auch hier, ich würde versuchen, mehr eine Idee von Fließen am Anfang. Aha. Sonst bleibt es. Ich habe einen. Ja. Das ist so weit oben. Ja. Ich atme Ich glaube, wir müssen es so organisieren, dass ich dein Tempo sozusagen Vorbereitet. Spiele. Dann, ja. Dann spielst du. Ist aber viel schöner so. Kannst du vielleicht ein bisschen weniger betonen, das war liebe Hand, Ach so, weil ich gerade, weißt du, weil die zweite Strophe heißt, wie lieblich ist. Ja, und dass das wahr ja, aber ist. das geht mit der Harmonie nicht und auch mit dem Piano. Dann mache ich so ein Subito-Piano. Dann mache ich so. Ja, halt, muss ich mir reinschreiben. Darf man noch mal raus? Publikum kommt jetzt, was willst du? Ich will, dass jemand meine Bons. Deine I tell where it will be on the stand. Konzertsingen ist insofern schon was Besonderes, auch für mich, weil es mich so zwingt, wenig mit dem Körper etwas darzustellen, sondern diesem hohen Ausdrucksanspruch von mir nur durch meine Stimme gerecht werden zu müssen. Das mag ich eigentlich gern, weil das ist so eine, da arbeite ich so gern dran, weil ich immer denke, das muss doch zu schaffen sein und das möchte ich auch schaffen. Alles nur auszusagen, indem ich nur dastehe. Ich möchte das auch zum Beispiel in einem Liederabend, ich mag da gar nicht gern sehr viel mit Gestik zu untermalen. Ich finde das unnötig. Ich möchte eigentlich selbst da auch meinen Körper in den Hintergrund stellen und nur das Lied in den Vordergrund stellen. Den Dichter und den Komponisten und die Stimme. Mehr nicht, nur diese 3 Dinge. Willkommen, liebe Knabewein, so lang hast du gestanden. Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand.
Also wie viele Koffer ich in meinem Leben schon gepackt habe. Eingepackt und ausgepackt. Im Grunde müsste doch so ein Koffer sich inzwischen selber packen, denke ich. Das könnte man doch mal erfinden. Also dieser Koffer, der sich doch bitte mal selbstständig packen soll, der muss natürlich Folgendes lernen, dass es sehr unterschiedlich ist, wohin man fährt. Man fährt ja nicht in Urlaub, ne, wo man weiß, da gehört der Bikini rein und viel Sonnenmilch, sondern da gehört ja ein bisschen was anderes rein. Man muss immer wissen, welche Klavierauszüge brauche ich. Das macht natürlich so einen Koffer auch ganz schön schwer erstmal. Wenn man irgendwo länger ist, will man seinen eigenen Anrufbeantworter mitnehmen. Jetzt muss man gucken, welcher Stecker passt dahin. Oder andere elektrische Geräte. Und dann kommt die Kleidung, auch das noch. Wie lang ist man unterwegs? Manchmal sehr lange, über verschiedene Klimazeiten hinweg. So, wer hat denn das Klavier raufgebracht? Wer hat das Klavier getragen? Mir ist es schon immer wichtig, dass ich eine Partie, die ich aufnehme, auch auf der Bühne gesungen habe. Einfach weil sich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie dann aufnehme, die ganzen Erfahrungen auch gesammelt haben. Durch die Praxis auf der Bühne kommen ja eigentlich erst die Vertiefungen der Partie. Er probiert noch und dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen markieren und dann wird es ernst. Laut, aber Sie müssen einfach, wenn Sie im Dialog singen, deutlich von verschiedenen Stellen kommen. Ja, also hätte sie vielleicht sogar auf das andere Mikro, aber dann können wir es jetzt auch im Panorama machen. Nur müssen wir uns dann merken, wenn wir die Anschlussstelle haben.
Eine Punktierung ist falsch. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Hinzu. Zu hoch. Hinzu den kalten Menschen flieh. Wenn ein Sänger auf der Bühne ist und singt und spielt, kann er viele Nuancierungen und Betonungen und sozusagen die Modulierung der Stimme auch mit physischer Bewegung machen. Wenn ich 2 oder 3 Töne singe und dadurch springe oder in eine gewisse Richtung gehe auf der Bühne, dann es hat eine Vitalität, so die man sozusagen in einer Platte nicht hört. Das heißt, man muss, wenn man eine Platte macht, eine CD-Einspielung, auch alles, was man sonst auf der Bühne machen kann, mit Bewegung und mit physischer Ausdruck, alles in der Stimme bringen. Und das kann sie. Ja, Frau Meier, das ist, im Prinzip ist das sehr gut. Wollen wir von diesem Teil noch Sachen korrigieren jetzt? Oder? Ja. Alles klar, die paar Spezialstellen machen wir dann später. Die paar Spitzenfunktionen. Alles klar. Okay, danke. 400. Du musst nur singen, nicht halt. Und versuch rund. Ja. Er meint, das war ein super Ass. Na gut. Dann mache ich noch mein B. Die Helden. Ja, bis F. Bis F können wir. Na gut. Brauchst du nur singen, nur Helden. Richtig. Wir fangen an, bitte, 586. An einer ganz großen Rolle, wie der Isolde zum Beispiel, die ja nun wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Also ich habe mir mal ausgerechnet, reine Singzeit sind fast 2 Stunden. Das ist sehr, sehr viel. Da beginne ich sehr, sehr früh. Ich habe damals 4 Jahre, bevor ich sie dann auf der Bühne sang, angefangen, musikalisch zu studieren. Leg sie zwischendurch immer wieder weg, greif wieder nach dem Klavierauszug, lerne wieder weiter. Und ich arbeite sehr mit dem Effekt, dass es mit mir lernt. Es gibt immer diesen Moment der Gnade, nenne ich ihn immer, wenn ich schon so weit bin im Musizieren, dass selbst wenn ich den Klavierauszug gar nicht anschaue und ich tue was ganz anderes, ich gehe einkaufen, ich bügle, ich packe einen Koffer oder sitze am Flughafen und warte auf den Abflug, dass es mit mir, in mir arbeitet. Und ich kann gar nicht umhin, als dass es die Melodien und sich die Wörter und eben die musikalischen Erfordernisse, ob jetzt ein Akzent, eine Fortepiano, ein Crescendo, ein 3-Takte-Pause oder 2-Takte-Pause, dass das sich mit mir beschäftigt.
Ich kann nicht immer sagen, ich beschäftige mich damit, sondern es lässt mich schlichtweg nicht los. Und das sind die Momente, wo ich beginne, mich zu hinterfragen. Oder nicht mich zu hinterfragen, sondern wo ich beginne, das Werk zu hinterfragen. Weil ich mir sage, warum sind jetzt da auf einmal 3 Takte Pause? Wer spielt was in den 3 Takten Pause? Was geschieht dazwischen? Sagt der andere was dazwischen? Oder sagt das Orchester was dazwischen? Aha, es gibt mir also 3 Takte, meine Gedanken zu pausieren. Warum so lang oder warum so kurz? Und alle diese Fragen, die ich mir stelle, wenn ich die beantworte und eine Antwort darauf finde, formt sich etwas. Formt sich bei mir die Art der Interpretation, nicht nur musikalischer Art, sondern eben auch szenischer Art. Ja, wie kann man denn dann, wenn ich das so in mir habe, offen sein für die Vorstellungen und Vorschläge eines Regisseurs, der ja nun auch Jahre verbracht hat, sich etwas zu denken oder vorzubereiten oder etwas zu wünschen? Und ich habe es nicht nur in Wien, sondern auch im Ausland oft beobachtet, dass die Waltraud Mayer auch zu diesen großen, großen Künstlerinnen gehört, die absolut offen sind für das Konzept eines anderen. Absolut. Eines muss man aber dazu sagen, sie fordert sehr viel. Man kann nicht nur jetzt irgendein Konzept anbieten und sagen, also 1:1 machen, das nicht. Also sie zwingt, und das fand ich so liebenswert an ihr, weil man auch selber so angeregt wurde, über viele Dinge noch nachzudenken, noch tiefer zu gehen, noch tiefer, noch tiefer. Unerbittlich zieht sie alle hinein in die letzte Auseinandersetzung. Und sie gibt nicht auf. Für Weh und Wunden gab sie Balsam, für böse Gifte Gegengift, für tiefstes Weh, für höchstes Leid gab sie den Todesdruck. Genau, und dann kommt sie langsam und hoch. jetzt nehme ich deine Hand, Ja. pass auf irgendeinem kannst du dich jetzt nicht abstellen. Ja. Du kannst ein bisschen höher, wenn Ja, du willst. kommt hoch. Ja. Wenn wir jetzt gerade noch sprechen, ich kann eigentlich länger unten liegen bleiben, aber ich muss irgendwie gucken, dass ich so liege, ne? Dass du an meine Hand kommst. Ja, genau. Aber du kannst schon ein bisschen hoch. Ja, und hören und gucken und Du kannst auch die Hand dann ja. dahin legen, egal wo ich sie erwische, Ja, ja. das ist wurscht. Also du musst den nicht am Boden haben. Ja, aber als du mich weggeworfen hast, war ich dann so gelegen. Also ich muss mich irgendwie so arrangieren, dass die Beine hinten sind. Okay. Ja. Also noch mal kurz vor dieser Übergabe. Die Zusammenarbeit von Heiner Müller mit Waltraud Mayer und umgekehrt war nicht problemlos. Aber das ist so, wenn 2 eigenwillige Künstler aufeinanderstoßen. Jeder hat da seine Meinung, seine Haltung. Und ich glaube, und es wäre langweilig, wenn man sich da immer unter dem Mantel des Opportunismus sehr gut verstehen würde. Und da gab es auch Kräche, Auseinandersetzungen. Und dass das nicht schlecht war, zeigt einfach diese Inszenierung. Die Stille verkenne ich jedes Mal. Du warst so ergriffen vom Moment. Ja, total ergriffen.
Und ohne Chor kann ich das nicht singen. Okay, lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Ich verpenne das. Ja. Man kann gerade bei Wagner so wunderbar seinen Text und die Sprache benutzen, um zu singen. Durch eben das, was er so ganz besonders hat, die Stabreime. Jetzt fällt mir natürlich nur die Tenorstelle ein von Winterstürme wichen dem Wonnemond. Aber allein diese Wiederholung der Ws und ein W kann man singen. Das ist ein klanglicher Konsonant. Ein M wie milde, mild und leise. Das singt. Ein S ist zu singen. So viele Konsonanten, man denkt immer, die deutsche Sprache lässt sich so schwer singen, weil sie so eine harte und so eine konsonantenreiche Sprache ist. Aber wir haben ja so viele Konsonanten, die klingen. M, N, S, L, W. Dann natürlich sind die Konsonanten, die rhythmische Konsonanten sind T, P. Ja, aber die setzt der Wagner auch dementsprechend ein. Wenn es einen solchen Konsonanten gibt, dann will er auch wirklich den Rhythmus pointiert haben. Und dann ist mit dem Rhythmus auch ein Ausdruck gemeint. Und wenn man sich das alles ganz, ganz bewusst macht, wird Wagner singen eine hochgesanglich-musikalische Angelegenheit. Und hat nichts mehr damit zu tun, dass man das Ganze jetzt spricht oder man ein Stück singt und brüllt, hauptsächlich brüllt. Wagner hat so viele Stellen geschrieben, wo das Orchester wirklich nur untermalt, sodass man sehr, sehr, sehr ins Piano zurückgehen kann. Selbstverständlich gibt es ein paar Stellen am Abend, da soll man zeigen, dass man vielleicht doch auch eine etwas größere Stimme hat. Aber pausenlos nur auf große Stimme zu gehen, das halte ich für furchtbar. Also ich selber finde es schrecklich, wenn jemand den ganzen Abend eigentlich mir nur zeigt, dass er eine große Stimme hat. Das weiß ich nach einer Viertelstunde und denke mir, ja, wie gut und schön, aber dann langweilt es mich. Ich will, dass man etwas formt, ich will einen Ausdruck haben, ich will eine Botschaft haben und nicht nur eine Selbstdarstellung mit einer großen Stimme. Und das bei Wagner zu beachten, das macht es auch so lebendig, das ist lebendiges Singen. Des Schweigens Herrin heißt mich schweigen, fass ich, was sie verschwieg, verschweig ich, was sie nicht fasst. Also ich singe schon seit vielen Jahren, genau seit 1983 mit Waltraud Meier, mit größtem Vergnügen mit ihr. Und ich muss sagen, sie ist eine ganz, ganz großartige Künstlerin, das wissen wir alle. Aber bei uns ist, glaube ich, kommt noch was dazu, dass wir sehr gut zusammenpassen, menschlich wie künstlerisch. Wir haben beide so ziemlich die gleiche Meinung von Musik und vor allen Dingen auch von Darstellung. Und sind ja das sogenannte Traumpaar vom grünen Hügel. Das ist eigentlich deshalb, weil wir uns so gut verstehen, auf der Bühne auch und auch außerhalb der Bühne. Es wird immer schwerer. Wir machen noch die Rentnerversion. Ich schmeiß mein Zeug ins Wasser. Mir wird was geboten. Ja. Eben. Wer singt denn heute? Oh, ich? Wirklich? Ja. Mein Ohr. Oh Gott, voll. Muss ich das auch wieder waschen? Normalerweise schminke ich mich immer total selber, weil mich das entspannt. Hi! Das ist eine schöne Vorstellung. In Wurst sagen Sie sowas nicht.
Ich mache mir jetzt schon darüber Gedanken, wie lange werde ich singen können, wie lang wird der Weg so gehen. Aber das ist insofern nicht so vorherrschend, weil es viel wichtiger ist, zu wissen, was ich jetzt zu tun habe und was jetzt meine Aufgabe ist. Einfach auch in der Hoffnung, dass, wenn der Tag dann kommt, aufhören zu sollen, zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, dass ich den auch als Gebot der Stunde erkenne. Also doch sehr zu lernen, was ist jetzt im Moment gefragt von mir. Was soll ich jetzt tun? Als Mensch, jetzt nicht als Sängerin, sondern als Mensch. Ab und zu kommen natürlich die Gedanken an eine Zukunft, wie lange stelle ich mir das noch vor, wie auch immer, aber das sind doch dann letztendlich Hypothesen. Wichtig ist die eigene Beobachtung über das Jetzt. Und wie gesagt, ich hoffe auf die Gnade, es dann zu wissen, immer eigentlich dann das Richtige zu tun. Beziehungsweise, wenn ich mal nicht das Richtige getan habe, zumindest die Weisheit, den Fehler zu korrigieren. Das hoffe ich. Bis gleich. Genau. Jetzt ganz genau. Jetzt gehe ich runter. So. Habe ich alles? Ja. Hallo, grüß Sie. Schreibt man die? Si d'un fils aîné, le fier et doux visage me rappelant tes traits, souriez sur mon front, je serai moins abandonné.
la mort qui plane sur ma tête, ma honte, mon amour, notre hymen commencé, mon nom du livre d'or de ce jour effacé. Encore si de ta foi j'avais un langage, puis si ta fille saignée, le fier et doux visage me rappelant tes traits, souriez sur mon front. Je serai moins abandonné à ce chant de triomphe, à ce chant de triomphe où rayonne ta gloire, à ce chant de triomphe où rayonne ta gloire.